das Heizungsventil klemmt, also der Stift federt nicht und die Heizung wird nicht warm, dann bleib dran. In diesem Video zeige ich dir, was du tun kannst, wenn dein Heizkörperventil klemmt. Also wie du ein festsitzendes Thermostatventil schnell und einfach wieder gangbar machen kannst. Außerdem verrate ich dir einen Trick, dass das auch so bleibt und warum du besser die Finger von WD-40 lassen solltest, wenn du den Ventilstift lösen willst. Alles, was du für die Reparatur des kalten Heizkörpers benötigst, ist eine Rohrzange und gegebenenfalls ein kleiner Hammer. Um das klemmende Heizungsventil gängig machen zu können, damit die Heizung wieder warm wird, muss zunächst mein Heimeier-Thermostatkopf abgenommen werden. Bei mir ist er mit einer Überwurfmutter verschraubt, bei älteren Danfoss-Ventilen stattdessen auch gerne mal mit einer Schelle. Bevor ich jedoch zur Wasserpumpenzange greife, drehe ich das Heizkörperthermostat voll auf und entspanne so dessen Stößel. Dann löse ich die Mutter mit der Zange, schraube den Regler ab und lege ihn beiseite. Das Heizungsventil mitsamt Stopfbuchse und Pin liegt nun frei. In meinem Fall ist mit dem erst im Sommer erneuten Heizungsventil zwar alles in Ordnung, jedoch ändert das am Vorgehen nichts. Bei dir wird der klemmende Stift hingegen nicht so weit herausstehen. Um ihn zu lösen, drücke ich ihn mehrmals vorsichtig mit den Zangenwangen hinein. Im besten Fall löst sich das Problem damit sofort. Bewegt er sich hingegen gar nicht, sollte man natürlich nicht mit voller Gewalt dagegenhalten. Stattdessen versuche ich es mit einem Spritzer Rostlöser, den ich kurz einwirken lasse. WD-40 ist hingegen nicht geeignet, da es die Dichtung angreifen kann. Manchmal hilft es auch, mit einem Hammer leicht am Ventilrand zu klopfen, nur nicht direkt auf den Pin. Bringt auch das nichts, kann vorsichtig mit der Zange am Stift gezupft werden. Dabei ist aber größte Vorsicht geboten, um ihn nicht versehentlich ganz herauszuziehen. Also wirklich nur mit viel Feingefühl und ohne großen Kraftaufwand leicht dran zuppeln, mehr nicht. Für gewöhnlich ist das aber gar nicht nötig, denn bereits das Hineindrücken macht das hängende Heizungsventil meist wieder gangbar. Ganz selten hilft das aber alles nichts und die Stopfbuchse muss herausgedreht und gefettet oder wenn sie defekt ist, ausgetauscht werden. Je nach Heizungssystem darf das allerdings nur im drucklosen Zustand erfolgen. Zum Beispiel bei Thermostatventilen von Heimeier, Weiland oder auch den meisten Danfoss-Modellen. Das ist jedoch ein Thema für ein eigenes Video und Mieter sollten sich spätestens hier ohnehin an ihren Vermieter wenden. Ehe ich den reparierten Thermostatkopf wieder anschraube, fette ich den Ventilstift, damit er schön leichtgängig bleibt. Dafür verwende ich Spezialarmaturenfett, wie ich es dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Notfalls ging aber auch etwas Nähmaschinenöl. WD-40 hat wie gesagt an einem Heizungsventil dauerhaft nichts zu suchen, da es die Dichtung angreifen kann. Und genau genommen ist es ohnehin kein richtiges Schmiermittel. Nun schraube ich den weiterhin auf Stufe 5 gestellten Heizregler wieder fest. Dabei achte ich auf eine gut einsehbare Ausrichtung, bei mir also mit dem Pfeil nach oben. Nachdem ich die Mutter handfest angezogen habe, ziehe ich sie mit der Pumpenzange spack. Aber Vorsicht, nach fest kommt bekannterweise ganz schnell ab. Die Funktionsprüfung zeigt, dass das Heizungsventil wieder einwandfrei arbeitet. Wird der Heizkörper jedoch anschließend nicht gleichmäßig warm, solltest du ihn zusätzlich noch entlüften. Ist er dagegen deutlich kälter als andere im Haus, kann das an einem nicht richtig eingestellten Durchfluss liegen. Aber auch das ist Thema für ein anderes Video. Um im nächsten Jahr nicht wieder vor dem gleichen Problem zu stehen, dass der Pin im Heizungsventil klemmt und die Heizung kalt bleibt, solltest du das Thermostat im Sommer regelmäßig kurz auf und wieder zudrehen. Alle 1 bis 2 Wochen genügen völlig. Viele elektronischen Heizkörperregler, wie auch meine Smarten von Homematic, bieten dafür sogar eine Automatik an, die das Ventil einmal pro Woche frei fährt, damit es sich bei längerer Nichtbenutzung nicht festsetzt. Und damit habe ich dir gezeigt, was du tun kannst, wenn ein altes Heizungsthermostat klemmt, weil der Stift nicht federt. Wenn dir die Anleitung weitergeholfen hat, deine Heizung zu reparieren, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniere außerdem den Kanal, um künftig keine weiteren Inhalte dieser Art mehr zu verpassen. Hier noch 2 weitere Videos, die dich möglicherweise ebenfalls interessieren können.